Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Nächte stockfinster sind, in der Raubtiere im Schatten lauern und in der Kälte über Leben und Tod entscheidet. Vor 1,8 Millionen Jahren lebten unsere Vorfahren genau in dieser Welt. Ohne Häuser, ohne Werkzeuge aus Metall und ohne eine Kraft, die wir heute für selbstverständlich halten. Das Feuer. Doch irgendwann, in den Tiefen der Vorgeschichte, machte die Menschheit einen Schritt, der alles veränderte. Der Moment, in dem unsere Ahnen nicht mehr nur zufällig lodernde Flammen aus einem Waldbrand bestaunten, sondern begannen, das Feuer zu beherrschen. Es war die vielleicht größte kulturelle Revolution der Menschheitsgeschichte. Feuer bedeutete Sicherheit, Wärme, Licht, aber auch Macht. Wer das Feuer kontrollieren konnte, gewann einen entscheidenden Vorteil im Überlebenskampf gegen Natur und Feinde. Doch wie kam es dazu, dass unsere Vorfahren diese elementare Naturkraft nutzbar machten? War es ein glücklicher Zufall oder das Ergebnis von Beobachtung, Geduld und Intelligenz? In dieser Dokumentation nehmen wir Sie mit auf eine Reise 1,8 Millionen Jahre zurück. Wir begleiten Homo erectus, den ersten wirklichen Weltenwanderer unter den Menschen, und beobachten, wie er lernt, Flammen zu bewahren, Funken zu schlagen und aus glühender Gefahr einen Verbündeten zu machen. Am Ende dieser Reise werden wir erkennen: Ohne das Feuer wäre der Weg der Menschheit ein völlig anderer gewesen. Der Mensch ist seit Millionen Jahren Teil der Natur, doch erst vor rund 1,8 Millionen Jahren begann eine Epoche, die uns von den Tieren endgültig unterschied. In dieser Zeit lebte Homo erectus, eine Menschenart, die als einer der direkten Vorfahren des modernen Homo sapiens gilt. Er war größer, stärker und beweglicher als frühere Hominiden wie Australopithecus oder Homo habilis. Vor allem aber war er neugieriger. Archäologische Funde in Afrika, etwa in Kobifora, Kenia und Chesovania, deuten darauf hin, dass dort schon vor 1,5 bis 1,8 Millionen Jahren Feuerstellen existierten. Verkohlte Knochen, Aschereste und erhitzte Steine belegen, dass unsere Vorfahren das Feuer kannten. Ob sie es jedoch selbst entzünden konnten oder lediglich von Naturereignissen wie Blitzen oder Vulkanausbrüchen profitierten, ist bis heute eine der großen Fragen der Paläoanthropologie. Historiker und Anthropologen sehen im Feuer einen Schlüssel zur Menschwerdung. Denn es brachte weit mehr als nur Wärme. Gekochte Nahrung wurde leichter verdaulich, wodurch der menschliche Körper mehr Energie aus der gleichen Menge an Nahrung gewinnen konnte. Manche Forscher sind überzeugt, dass dies direkt zum Wachstum des menschlichen Gehirns beitrug. Feuer hielt Raubtiere fern und verlängerte den Tag. Am Lagerfeuer entstanden vermutlich die ersten Formen von Kommunikation, Geschichten und Ritualen. Der Umgang mit Feuer förderte die Zusammenarbeit. Nur wer die Glut bewahren und gemeinsam nutzen konnte, sicherte das Überleben der Gruppe. Besonders spannend ist der Vergleich mit anderen Tierarten. Auch Schimpansen, unsere nächsten Verwandten, reagieren fasziniert auf Feuer, doch sie haben nie gelernt, es systematisch zu nutzen. Der Mensch hingegen ging einen entscheidenden Schritt weiter. Er machte das Feuer zum Werkzeug. Damit begann eine Entwicklung, die uns bis heute prägt. Denn Feuer war nicht nur eine Ressource, es war der Beginn von Kultur, Technik und Gesellschaft. Erste Begegnungen mit dem Feuer. Vor 1,8 Millionen Jahren war Feuer zunächst ein Naturereignis. Blitze entfachten Brände in der Savanne, Vulkane spien glühende Lava und trockene Landschaften gerieten in Flammen. Für Tiere bedeutete Feuer meist Gefahr. Doch für den Menschen öffnete sich ein anderes Bild. Hinter der Zerstörung verbarg sich ein Schatz, gebratene Tierkadaver, erwärmte Knollen und Licht, das die Dunkelheit vertrieb. Archäologische Spuren aus Kobifora und Swartkrans, Südafrika, deuten darauf hin, dass Homo erectus verkohlte Knochen sammelte und Glutreste bewahrte. Ob er das Feuer schon selbst entzünden konnte, ist unklar.
Wahrscheinlicher ist, dass die ersten Menschen brennende Äste von Waldbränden mitnahmen und in ihrer Nähe bewahrten. Ein mühsames Unterfangen, das ständige Wachsamkeit erforderte. Das Bewahren des Feuers. Das Hüten der Glut war wahrscheinlich eine der ersten gemeinschaftlichen Aufgaben. Ein Feuer durfte nicht ausgehen, sonst war die Gruppe wieder abhängig von zufälligen Naturereignissen. Anthropologen vermuten, dass bereits hier erste Formen sozialer Verantwortung entstanden. Kinder oder ältere Gruppenmitglieder könnten die Aufgabe gehabt haben, das Feuer mit trockenem Gras, Holz oder Tierdung am Leben zu halten. Ein Zitat des Anthropologen Richard Wrangham bringt es auf den Punkt. Das Feuer war der erste Herd der Menschheit und die erste Schule des Zusammenlebens. Feuer und Nahrung. Die wohl tiefgreifendste Veränderung durch das Feuer war die Ernährung. Gekochte Wurzeln, Fleisch oder Samen waren leichter zu kauen und zu verdauen. Studien zeigen, dass gekochte Nahrung den Energiegehalt um bis zu 30% besser verfügbar macht. Diese zusätzliche Energie könnte direkt das Wachstum des menschlichen Gehirns gefördert haben. Eine der entscheidenden Voraussetzungen für Sprache, Kreativität und Kultur. Gleichzeitig verringerte das Erhitzen von Nahrung das Risiko von Krankheiten. Bakterien und Parasiten in rohem Fleisch wurden durch die Hitze abgetötet. Das bedeutete weniger Infektionen, längere Lebensspanne und höhere Chancen, dass Wissen und Fähigkeiten an die nächste Generation weitergegeben wurden. Sicherheit in der Dunkelheit. Ein brennendes Feuer war mehr als Lichtquelle. Es war Schutzschild gegen Raubtiere. Löwen, Hyänen oder Leoparden mieden das flackernde Licht. Für Homo erectus bedeutete dies weniger Angst, mehr Ruhephasen, bessere Erholung. Darüber hinaus verlängerte das Feuer den Tag. Während andere Tiere mit dem Sonnenuntergang in die Nacht verschwanden, blieben die Menschen wach, versammelt um das Feuer. In dieser Dunkelheit entstanden die ersten Gespräche, vielleicht erste Geschichten oder Gesänge. Manche Forscher sehen im Lagerfeuer den Ursprung von Kultur, ein Ort, an dem Gemeinschaft, Sprache und Rituale wuchsen. Werkzeuge und Technik. Mit dem Feuer öffnete sich ein neues Kapitel in der Werkzeugherstellung. Harze konnten geschmolzen und als Kleber genutzt werden. Holz ließ sich durch Hitze härten und zu Speerspitzen formen. Später, vor etwa 500.000 Jahren, begann der Mensch mit Feuer Gestein zu bearbeiten, um schärfere Klingen zu gewinnen. So wurde das Feuer nicht nur ein Begleiter, sondern ein Werkzeugmacher. Es bereitete indirekt den Weg für Metallverarbeitung, Keramik und letztlich die technische Revolution der Menschheit. Archäologische Beweise. Die Belege für frühen Feuergebrauch sind über die Welt verstreut. Swartkrans, Südafrika. Verkohlte Knochenreste, etwa 1,5 Millionen Jahre alt. Gesher Benot Yaakov, Israel. Feuerstellen mit Holz- und Samenresten, circa 780.000 Jahre alt. Zhoukoudian, China. Aschelagen und verbrannte Knochen, circa 700.000 Jahre alt. Diese Funde zeigen, dass Homo erectus das Feuer nicht nur kannte, sondern es über viele Generationen hinweg nutzte. Ein Hinweis darauf, dass Wissen bewusst weitergegeben wurde. Gesellschaftliche Veränderungen. Feuer brachte Ordnung in das soziale Leben. Wer sich um die Glut kümmerte, wer kochte oder wer für Holz sorgte, all das förderte Rollenverteilungen. Damit entstand eine frühe Form von Arbeitsteilung. Am Feuer konnten Gruppen größer werden. Während Kleingruppen von Tieren selten mehr als ein Dutzend Mitglieder hatten, erlaubte das Feuer auch mit 30, 40 oder mehr Menschen zusammenzuleben. Das stärkte den Zusammenhalt, aber auch Konflikte mussten geregelt werden. Manche Forscher sehen im Feuer den ersten sozialen Vertrag. Teilen, bewahren, gemeinsam profitieren. Rituale und Spiritualität. Es gibt Hinweise, dass Feuer nicht nur praktisch, sondern auch symbolisch genutzt wurde. Flammen faszinierten, spendeten Wärme, aber auch Angst.
Manche Anthropologen vermuten, dass die ersten religiösen Vorstellungen im Zusammenhang mit Feuer standen. Das Licht als göttliches Zeichen, die Glut als Quelle des Lebens. Feuer war unberechenbar. Es konnte schützen, aber auch zerstören. Diese Doppeldeutigkeit könnte den frühen Menschen geprägt haben und den Grundstein für Mythen, Legenden und später organisierte Religion gelegt haben. Der Weg zur Meisterschaft. Es dauerte Jahrtausende, bis der Mensch lernte, Feuer selbst zu entzünden. Erste klare Beweise für Feuersteinfunken und Reibetechniken stammen aus späteren Perioden vor etwa 400.000 Jahren. Doch die Basis legte Homo erectus. Er war der Erste, der Feuer bewusst nutzte und weitergab. Damit begann die Geschichte der Menschheit als Kulturwesen. Das Feuer war der Schritt vom Tier zum Menschen. Heute ist das Feuer für uns so selbstverständlich, dass wir kaum noch über seine Bedeutung nachdenken. Ein Knopfdruck am Herd, ein Funke im Kamin und die Flammen lodern. Doch hinter dieser alltäglichen Erfahrung steckt 1 Million Jahre alte Geschichte. In der modernen Forschung spielt Feuer eine Schlüsselrolle bei der Frage, wie sich der Mensch entwickelt hat. Archäologen untersuchen Feuerstellen, Ascheschichten und verkohlte Pflanzenreste, um die frühesten Belege für kontrolliertes Feuer zu finden. Besonders spektakulär sind die Funde aus Gesher Benot Yaakov in Israel. Hier zeugen rund 780.000 Jahre alte Feuerstellen von einer gezielten Nutzung. Auch Anthropologen beschäftigen sich mit der Frage, wie Feuer unsere Sozialstrukturen prägte. Studien belegen, dass Gespräche am Lagerfeuer bis heute eine besondere Dynamik haben. Menschen erzählen mehr Geschichten, sprechen über Vergangenheit und Zukunft und bauen Vertrauen auf. Genau das, was vermutlich auch Homo erectus tat. In der heutigen Welt hat das Feuer viele Gesichter. Es ist Grundlage moderner Zivilisation. Energieerzeugung, Industrie, Technologie, alles hängt von der Beherrschung des Feuers ab. Gleichzeitig zeigt es seine zerstörerische Seite in Waldbränden, Explosionen und Kriegen. Damit bleibt Feuer ein Symbol für die Ambivalenz menschlicher Macht. Schöpfer und Zerstörer zugleich. Welche Rolle wird das Feuer in unserer Zukunft spielen? Im engeren Sinn verliert es an Bedeutung. Moderne Gesellschaften setzen zunehmend auf Elektrizität, erneuerbare Energien und digitale Technologien. Offenes Feuer hat in unserem Alltag kaum noch Platz. Doch im übertragenen Sinn bleibt das Feuer eine Konstante. Es steht für Energie, Transformation und Kultur. Manche Forscher sprechen davon, dass die zweite Geburt des Feuers bevorsteht, durch kontrollierte Kernfusion. Sollte es gelingen, diese Form von Energie nutzbar zu machen, wäre das eine Revolution, die dem ersten Feuererwerb unserer Vorfahren ebenbürtig wäre. Auch in symbolischer Hinsicht wird Feuer bleiben. Als Ritual bei Festen, als Lagerfeuer im Urlaub, als Flamme der Erinnerung in Tempeln und Gedenkstätten. Es ist mehr als ein physikalisches Phänomen. Es ist Teil unserer Identität. Die Frage ist also nicht, ob das Feuer verschwindet. Die Frage ist, wie wir mit ihm umgehen, ob wir es als Werkzeug des Fortschritts nutzen oder seine zerstörerische Kraft entfesseln. Vor 1,8 Millionen Jahren wagten unsere Vorfahren den Schritt in eine neue Welt. Mit dem Feuer in ihren Händen veränderten sie nicht nur ihre Umwelt, sondern auch sich selbst. Aus Furcht wurde Mut, aus Nacht wurde Tag, aus Hunger wurde Fülle. Feuer war mehr als eine Flamme. Es war der Beginn von Kultur, Technik und Gemeinschaft. Ohne das Feuer gäbe es keine gekochten Speisen, keine Metalle, keine Städte und vielleicht auch keine Menschheit, wie wir sie kennen. Doch die Geschichte des Feuers ist auch eine Mahnung. Es kann wärmen, nähren und schützen, aber auch zerstören. Wie schon Homo erectus vor 1,8 Millionen Jahren stehen auch wir heute vor der Aufgabe, das Feuer in all seinen Formen zu beherrschen. Vielleicht sollten wir uns daher daran erinnern: Die Menschheit wurde nicht groß durch Gewalt oder Stärke, sondern durch die Fähigkeit, die Kräfte der Natur zu nutzen und sie in Kultur zu verwandeln.
Und wenn wir heute in die Flammen eines Feuers blicken, dann sehen wir nicht nur Licht und Wärme, wir sehen das Spiegelbild unserer eigenen Geschichte. Eine Geschichte, die vor 1,8 Millionen Jahren begann und bis heute in uns weiterbrennt.